Die ganze geistig-seelische Innenwelt, das heißt das, was für den einzelnen Menschen von Bedeutung und ihm wichtig ist, hat naturwissenschaftlich keine Relevanz, wenn es nicht auch verallgemeinerungsfähig und von einem Individuum auf das andere übertragbar ist. Noch im 20. Jahrhundert waren Margaret Thatcher und Ayn Rand prominente Vertreter der Auffassung, dass es so etwas wie eine Gesellschaft überhaupt nicht gibt, was ja in einem objektiv logischen Sinn durchaus zutrifft. Abstraktionen, und Gesellschaft ist eine Abstraktion, haben keine gegenständliche Realität. Aber sie können der Ausdruck für ein Gefühl sein, das jemand zum Beispiel empfindet, wenn er sich in Gesellschaft befindet und nicht allein ist. Man könnte dieses Spiel mit allen möglichen Abstraktionen beliebig weitertreiben. Auch die scheinbar selbstverständlichsten, wie das Wort Hammer, verfügen über keinen real existierenden Referenten. Denn auch die Unterteilung in Stiel und Klaue macht den Hammer nicht realer. Auch dafür gibt es kein eindeutiges Pendant, weil die Genauigkeit der Beobachtung eine weitere Differenzierung erlaubt. Aber mit noch so viel Differenzierungen springt am Ende keine Realität heraus. Alle Worte der Sprache sind und bleiben Abstraktionen, Namen, denen nichts Wirkliches in einem exakt logischen Sinn entspricht. Es sind aber praktische Sammelbezeichnungen, in denen nur bestimmte Einzelheiten von Bedeutung sind, weil nur diese Merkmale und keine anderen für die Erfüllung eines Zwecks erforderlich sind. Es genügt zum Beispiel zu wissen, dass man von Obst redet und nicht von Leuchtmitteln, um einer Verwechslung beim Wort Birne vorzubeugen. Allgemeinbegriffe haben den pragmatischen Zweck der groben Darstellung und sollten deshalb nicht für eine Ausgeburt des Wissens gehalten werden. Unabhängig von der Wichtigkeit, die ein ganz bestimmter Mensch ihnen beimisst, sind sie nur leere Phrasen. Es war immer ein logischer Fehler, mit Begriffen eine tatsächlich erkennbare Existenz zu verbinden, die mehr ist als ein begrifflicher Fingerzeig auf eine Sache, die erst in Verbindung mit einem Interesse ihren Sinn erhält. Auch wenn viele Namen mit dem Erlernen der Sprache wie selbstverständlich zur Gewohnheit geworden sind und auch alle gegenständlichen Körper sich mühelos irgendwelchen Maßeinheiten unterordnen lassen, bleibt es doch ein logischer Fehler, diese Maßeinheiten aus Zeit und Raum als etwas Natürliches und nicht als künstlich geschaffen zu betrachten. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von Worten geht von eher unbedenklich, wenn ich einen Gegenstand vor mir habe, mit dem ich viele praktisch erfolgreiche Erfahrungen verbinde. Nehmen wir mal einen Schuh. Sie gehen bis hin zu einer Bezeichnung wie Auge, die bei einer weniger praktisch alltäglichen Betrachtung, etwa was die Funktion angeht, schon nicht mehr so einfach ist. Wenn man bedenkt, dass keiner Abstraktion eine Realität entspricht, dann verlieren auch Begriffe wie Gott oder Teufel ihren besonderen Status. Denn auch in diesem Fall geht es um die Bedeutung, die ein ganz bestimmter Mensch mit diesen Worten verbindet. Zum Beispiel etwas unbegreiflich Mächtiges oder unbegreiflich Böses. Engstirnig wäre es, sich überhaupt nichts unbegreiflich Mächtiges oder unbegreiflich Böses vorstellen zu können. Welches Wort im Einzelnen aber dafür Verwendung findet, ist ja im Prinzip nebensächlich. Auch der Machtbegriff teilt sein Schicksal mit allen anderen Begriffen. Er ist eine menschliche Schöpfung. Was ihn aber von vielen anderen Abstraktionen unterscheidet, das ist der besondere Bezug zum Wollen bzw. zum Nichtwollen.
Nicht umsonst hat sich Nietzsches Formel vom Willen zur Macht im Sprachschatz etabliert. Erst in der Verbindung zum Wollen, zum Interesse eines Menschen macht es Sinn, von einer Macht bzw. von Widerstand zu sprechen, der einen Einfluss ausübt oder einen solchen verhindert. Letztlich gibt es überhaupt nur ein einziges ethisches Problem, den Machtmissbrauch. Wo aber die Ausübung von Macht unentdeckt bleibt, weil sie sich der Sprachgewohnheiten bedient, bleiben auch Ungerechtigkeit und Unfreiheit unentdeckt. Die Leute lassen sich alles Mögliche gefallen, weil sie es nicht besser wissen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Nachdem also die Begründung von Wahrheit und Vernunft aus einem göttlichen Willen immer zweifelhafter geworden war, hat man das universale Subjekt zur Quelle eines sicheren, objektiven Wissens gemacht, indem dieses Subjekt selbst objektiviert wurde. Es war nicht entscheidend, welche Bildung jemand hat und welche Urteilskraft daraus resultiert. Jedem Menschen an sich wurde von Natur aus das Verstandesvermögen zugesprochen, um Wahrheit und Vernunft zu erkennen. Jedermann war für Kant der Prüfstein für die Objektivität einer Erfahrung und ist es noch heute bei Habermas. Die Konstruktion eines Menschen an sich, in dessen Wesen es liegt, rational und frei zu sein, wurde zur Legitimation einer politischen Verfassung gemacht, in der die Regierenden vom Volk gewählt werden. Das politische Subjekt ist vernünftig, weil es nicht nur die eigene Einheit und Identität stiftet, sondern auch zur Einheit des Staatswesens beiträgt. Bei Kant ist es ein transzendentales, das heißt übersinnliches Ich, das die vielfältigen sinnlichen Erscheinungen in eine rationale Ordnung bringt. Dieses objektivierte Individuum und ein objektiviertes Bewusstsein überhaupt haben das konkrete, hier und jetzt lebendige Subjekt zu einer zufälligen Irrationalität gemacht, die in Bezug auf die Allgemeinheit nicht von Bedeutung ist. Noch 1921 wird die Rolle des Einzelnen von Arthur Drees in seiner Einführung in die Philosophie so beschrieben: Das Einzelne als Moment eines Allgemeinen, als ein durch dieses Allgemeine gesetzmäßig bestimmtes und gefordertes und damit als ein logisches oder vernünftiges zu begreifen, darin besteht der Vorgang des Erkennens. Etwas erkennen heißt, es als Besonderes im Verhältnis zu seinem Allgemeinen erfassen, seine allgemeine logische Beschaffenheit ans Licht zu stellen. Und weiter, das Allgemeine setzt das Denken ursprünglich ins Spiel und veranlasst den Verstand, sich das ihm Unverständliche dadurch anzugleichen, dass er ihm seine Stelle im Zusammenhang eines übergeordneten Ganzen anweist und ihm hiermit den befremdlichen Charakter des außerhalb des Vernunftzusammenhangs stehenden, vereinzelten und sinnlosen abstreift. Zitat Ende. Von diesem objektiven Subjekt wollen Lyotard und Co. nichts mehr wissen. In ihren Augen ist es vor allem die Sprache, mit der man es im Bewusstsein zu tun hat. Die Entgötterung des Subjekts hatte bereits in Nietzsche und Freud ihre Vorgänger. In der Psychoanalyse war das autonome Subjekt zu einem dummen August geworden, der ein Sklave des Unbewussten ist, sich aber für einen Herrn hält. Aus diesem Grund wurde auch die Emanzipation dieses Menschen an sich von Foucault als Mythos abgelehnt.
Die Ablehnung einer menschlichen Natur durch Lyotard und Foucault erlaubt es auch nicht, irgendwelche Menschenrechte zu begründen. Noch bei Kant war der freie Wille eines Menschen an sich die Grundlage der Menschenwürde. Für Kant war eine Moral ohne freien Willen überhaupt undenkbar. Foucault und Lyotard lehnen den objektiven Humanismus ab. Bei Foucault ist das Subjekt Produkt einer fremden Macht und wird nicht nur durch äußere Kontrolle unterworfen, sondern unterwirft sich selbst durch Selbstdisziplinierung. Der Humanismus ist für Foucault eine verdorbene Ware, mit der Regimes im Osten wie im Westen ihre Politik schönreden. Lyotard ist der Meinung, dass es keine objektiven Menschenrechte gibt und sich deshalb auf ihnen auch keine Autorität und Legitimität aufbauen lässt. Jeder logisch allgemeingültige Humanismus dient in erster Linie der Disziplinierung der Menschen. Das Subjekt der Sprachspiele hat nach Lyotard ein Ich zur Beschreibung der Wirklichkeit nicht mehr nötig. Die Idee, dass nicht das Ich und seine Einheit primär ist, sondern die Empfindungen, hat es auch schon bei Ernst Mach gegeben, der aus diesem Grund ebenfalls das Konzept eines allgemeinen Menschen abgelehnt hat. Bei Lyotard ist der Glaube, dass es ein Ich ist, das überredet, verführt, überzeugt und gerecht ist, eine Illusion, weil uns in der Sprache jeweils eine dialektische, ethische oder rhetorische Diskursart ihren Verkettungsmodus aufzwingt, sodass es nichts als Eitelkeit ist, irgendwelche Absichten oder irgendeinen Willen auf das Konto dieses Ichs zu verbuchen. Der Mensch selbst und sein Denken ist nur noch von nachrangiger Bedeutung. Ein Satz geschieht bei Lyotard mehr oder weniger von selbst. Man kennt das Prinzip aber auch schon von Lichtenberg, der bereits zur Zeit Kants gefordert hat, man möge das Ich denke durch ein Es denkt ersetzen. Auch bei Derrida ist die Wirklichkeit eine Interpretation der Sprache und nicht die eines Subjekts. Die Sprache ist wie eine innere Stimme, die einen die Sätze vorgibt, die ihrerseits eine Eigendynamik entwickeln und in die weite Welt fortschreiten. Es gibt nur noch Text. Foucault glaubt, dass weder die Sprache noch das Bewusstsein der Verfügungsgewalt eines Menschen unterstehen. Die Rede ist bei ihm von einem anonymen Denken und von einem Wissen ohne Subjekt. Sein wohl bekanntester Ausspruch ist der vom reinen Sein der Sprache, in dem der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Eine ähnliche Geringschätzung des einzelnen Menschen auch bei Bourdieu. Bei Bourdieu ist das Denken, Wahrnehmen und Handeln eines Menschen von historisch gewachsenen sozialen Strukturen bestimmt, die er in sich trägt. Derselbe Determinismus findet sich auch bei Habermas, wenn er schreibt, dem Einzelnen steht seine Tradition, in der er aufgewachsen ist, nicht zur Disposition. Da Lyotard keiner höheren Instanz die Legitimation zugesteht, über die einzelnen Sprachspiele zu richten, kann für ihn weder eine allgemeingültige Moral noch ein Recht für alle diese Rolle spielen. Weil es aber keine Moral ohne freien Willen geben kann, so ist es für Lyotard nur konsequent, mit dem allgemeinen Subjekt auch die allgemeine Moral und das allgemeine Recht für überholt zu erklären. Der Soziologe Zygmunt Bauman, der auch zur Postmoderne gezählt wird, warnt dagegen davor, im Namen einer Religion oder eines politischen Programms das Konzept des individuellen Gewissens und der moralischen Urteilskraft aufzugeben,
weil man sich dadurch seiner persönlichen Verantwortung und damit auch seines Menschseins entledigt. Auch ein Hegel hat im 19. Jahrhundert zum höchsten Recht des Subjekts das Recht erklärt, nichts anzuerkennen, was ich nicht als vernünftig einsehe. Demgegenüber ist der Sprachobjektivismus von Lyotard und Derrida alles andere als dazu angetan, dem Subjekt eine besondere Stellung einzuräumen. Beide behaupten eine Übermacht von Strukturen und Systemen, denen gegenüber das Subjekt mehr oder weniger hilflos ist und es auch bleiben wird. Besondere Verhältnisse, in denen sich ein ganz bestimmtes Subjekt befindet, sind hier nicht vorhanden. Dem entsubjektivierten Individuum gegenüber hat ein Soziales an sich den Vorrang. Die an sich geformten kulturellen Bedeutungssysteme kommen vor dem, was einem einzelnen Menschen wichtig, wertvoll und bedeutsam ist. Ein strukturelles immer schon Dasein soll die Vernünftigkeit der Traditionen beweisen. Zu diesen Traditionen gehört auch die Sprache, die in den Menschen vorformt, was sie zu denken haben. Wenn aber die Sprache wichtiger ist als das Denken selbst, dann werden durch dieses Dogma die alten autoritären Herrschaftsformen nur durch neue Postmoderne ersetzt, die nicht weniger terroristisch sind und ein blindes, passives Befolgen zur Normalität machen. Die Erzählung des Absolutismus wird ziemlich fahrlässig weitergeschrieben, wenn an die Stelle einer Logik an sich nun die Sprache an sich tritt. Ein Terror wird gegen den anderen ausgetauscht. Wenn Lyotard von einem Selbst spricht, das in einem Gefüge von Sprachrelationen gefangen ist. Hier wird einer Kommensurabilität das Wort geredet, die ja das ausdrückliche Gegenstück zum Prinzip der Unvergleichbarkeit darstellt. Die Vergleichbarkeit, die Verrechenbarkeit, die logische Verbindbar- und Ableitbarkeit der Elemente, das heißt das Prinzip der Unterordnung, ist es ja gerade, das den wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern die Determinierbarkeit und Vorhersehbarkeit des Geschehens ermöglicht. Dieser Vergleichbarkeit entspricht bei Foucault eine Technik der Normalisierung, die als Form von Dressur abweichendes Verhalten und Menschen weniger durch Strafe als durch Kontrolle regierbar macht. Durch diese Art der Regulierung wird die Bevölkerung auf ein bestimmtes Personenprofil hin konditioniert. Bei dieser Art der Disziplinierung geht es weniger um Ausbeutung als um Synthese, um eine mehr oder weniger zwanghafte Bindung an den Produktionsapparat. Eine positivistische Verhaltenspsychologie sorgt dabei mit ihren Definitionen dafür, dass die Menschen ihrer nicht objektivierbaren, nicht quantifizierbaren, nicht kontrollierbaren, inkommensurablen Subjektivität entkleidet werden. Derartige Humantechniken, das heißt die humane Disziplinierung, ist für das technokratische System unverzichtbar. Durch Fremdbestimmung wird alles Widerständige, Nicht-Konforme zum Zweck der Vereinheitlichung und Normalisierung unterdrückt. Menschen werden auf subtile Weise abgerichtet, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Die Worte und Taten von Freigeistern erscheinen als Vermessenheit oder Verrücktheit, heißt es bei Urs Marti. Erziehung und Pädagogik sollen die Leute systemtauglich machen. Für Foucault ist die Pädagogik eine Form von Macht und das Erziehungssystem eine politische Methode.
Diese Kritik ist nicht neu. Schon bei Horkheimer und Adorno sind die Menschen zu bloßen Anhängseln der von ihnen hervorgebrachten Apparaturen geworden, weil die Vernunft um der Machtinteressen wegen instrumentalisiert worden ist. Auch der Mediensoziologe Marshall McLuhan hat 1962 schon die Kontrolle durch das System so beschrieben, dass den Individuen jede Möglichkeit, anders zu denken und anders zu handeln, genommen wird. Zeitung, TV und Radio sind für McLuhan eine Industrie, deren Funktion Kontrolle ist. Kontrolle der Vorstellungswelt der Massen. Das Internet liegt zu diesem Zeitpunkt noch in weiter Ferne.